Unternehmer, so werden sie Unternehmer und verdienen Geld. Geschäftseinheiten verfügbar. Manche Menschen betrachten sich fälschlicherweise nicht als Geschäftsinhaber oder Unternehmer. Die Wahrheit ist, dass fast jeder in irgendeinem Aspekt seines Lebens eins ist. Wir alle als Menschen geben auf natürliche Weise anderen etwas. Wir verkaufen oft Produkte oder Dienstleistungen. Wir vermarkten Websites, Facebook-Seiten, kreative Hobbys oder Fähigkeiten an die Menschen in unserem Umfeld, sowohl physisch als auch online. Zum Beispiel kaufte ich in der Highschool mein erstes Auto, einen Ford Taurus von 1995, für 1.800 US-Dollar und 200 US-Dollar Kaufgebühr, alles mit Schokoladengeld. Jeder würde mich den Drogendealer nennen, weil ich durch die Hallen schlenderte und die beste Schokolade aller Zeiten, Gertrude Hawk Chocolate, aus meiner mit Pilzschokolade gefüllten Handtasche verkaufte. Gertrude Hawk ist in meinen Augen die beste Schokolade der Welt. Ja, mein Geschäft bestand darin, laubabwerfende Endorphine zu verkaufen, und das alles, indem ich mich in meiner Pilzgeldbörse um Schokolade kümmerte. Ich habe bis zu 10 Stück pro Tag an eine einzelne Person verkauft. Meine Freunde haben aus Spaß welche für mich verkauft und gekauft. Die Schüler lernten meinen Stundenplan auswendig und besuchten mich, um vor dem Unterricht Schokolade zu holen. Jeder kannte meinen Platz beim Mittagessen. Selbst im Sport würden die Leute kaufen. Ich kaufte Schokolade in großen Mengen für $750 und verkaufte alles für das Doppelte, bei einem Stückpreis von nur $1. Eines Tages erreichte alles in meinem Abschlussjahr seinen Höhepunkt. Ich saß fleißig in meinem Trigonometriekurs, als ich mir Notizen machte. Mein Lehrer erhielt einen Anruf. Ich beobachtete sie, als sie zum Telefon ging, um den Anruf entgegenzunehmen. Sie antwortete dann: Alyssa, es ist das Prinzip, er möchte dich in seinem Büro haben. Voller Angst schnappte ich meine Sachen und lief meinem Schicksal entgegen. Als ich das Büro betrat, stand ich voller Angst da und wartete. Unser damals sehr beängstigender Schulleiter antwortete dann: Ich habe gehört, dass Sie Schokolade verkaufen. Kann ich 5 kaufen? Es ist leicht zu erkennen, dass dieses Geschäft die gesamten 4 Schuljahre bis zum Ende durchgehalten hat. Der Gewinn lag wahrscheinlich weit über $4.000 und ich habe es nur zum Spaß gemacht. Ich liebe Schokolade auf jeden Fall. Ich habe mein Produkt wahrscheinlich fast täglich gegessen. Als Sportlerin in 3 Sportarten war mein allgemeines Fitnessniveau trotz meiner Schokoladenabenteuer erstaunlich. Wir alle haben ein Geschäft. Ein Geschäftsinhaber oder Unternehmer ist eine Person, die ein Unternehmen mit dem Ziel, Gewinn zu erwirtschaften, gründet, besitzt und betreibt. Wie Sie meiner Lebensgeschichte entnehmen können, kann das alles sein. Sie können Schriftsteller, Fotograf, Maler, Videofilmer, Marketing-Spezialist, Verkäufer, Online-Gamer und so weiter sein. Sie müssen keinen Gewinn erzielen, Sie müssen nur die Absicht haben, als Geschäftsinhaber zu gelten. Ich bin mir sicher, dass fast jeder mit etwas Kreativität in seinem Alltag an Geschäfte denken kann, die er bereits betreibt, gemacht hat oder machen kann. Steve Welchbook sagt: Wir sind alle geborene Unternehmer.
Für ein Unternehmen können Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung verwalten, einen Geschäftsplan entwickeln, die Finanzierung sicherstellen und den Betrieb dieses Unternehmens überwachen. Unternehmer gelten als innovative Risikoträger, die in der Hoffnung auf Erfolg ihre Zeit, ihr Geld und ihre Ressourcen in ein neues Unternehmen investieren. Sie schaffen oft etwas Innovatives, lösen ein Problem oder erfüllen einen Marktbedarf. Fähigkeiten von Unternehmern und Unternehmern. Geschäftsinhaber und Unternehmer sind großartige kritische Denker, zuverlässig bei Budgets und der Verwaltung von Finanzen, anpassungsfähig, erkennen einzigartige Chancen, gehen kalkulierte Risiken ein, ändern ihr Geschäftsmodell bei Bedarf und erkennen die Vorteile von Marketing, Vertrieb und Führung. Um Erfolg zu haben, müssen Sie ein Leben voller harter Arbeit, Hingabe und Ausdauer erwarten. Gewerbesteuern. Wir haben dieses Missverständnis, weil wir das vom IRS durchgesetzte US-Steuerrecht nicht verstehen. In Wirklichkeit gelten wir gewöhnlichen Menschen als Einzelunternehmer. Interessanterweise können Sie auch als Einzelunternehmer Unternehmer und Unternehmer sein. Denn das Steuerrecht erlaubt es Ihnen, als Einzelunternehmer Aufwendungen für Ihre Geschäftstätigkeit abzuschreiben. Dennoch empfehle ich Ihnen, für Ihr Unternehmen eine offizielle Rechtspersönlichkeit zu gründen. Verschiedene Geschäftsstrukturen umfassen Einzelunternehmer. Dies ist die einfachste und gebräuchlichste Art der Unternehmensstruktur, bei der das Unternehmen im Besitz einer Einzelperson ist und von dieser betrieben wird, ohne eine unten aufgeführte offizielle juristische Person zu gründen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, LLC. Eine LLC ist eine Art Unternehmensstruktur, die den Eigentümern, sogenannten Mitgliedern, die Möglichkeit bietet, Geschäftsaktivitäten im Rahmen der LLC durchzuführen. Vermögenswerte, Produkte und Dienstleistungen werden innerhalb der LLC verwaltet. Stellen Sie sicher, dass Sie für jedes Unternehmen ein Bankkonto einrichten. S-Corp. Eine S-Corporation ist eine Kapitalgesellschaft, die wie eine Personengesellschaft oder ein Einzelunternehmen auf der Grundlage von Dienstleistungen oder anderen Aktivitäten besteuert wird. Stellen Sie sicher, dass Sie für jedes Unternehmen ein Bankkonto einrichten. C-Corp. Eine C-Corporation ist eine Art Kapitalgesellschaft, die als von ihren Eigentümern getrennte Einheit besteuert wird und bei der das Unternehmen Steuern auf seine Gewinne zahlt. Manager und Direktoren zahlen persönliche Steuern getrennt von der Körperschaft. Stellen Sie sicher, dass Sie für jedes Unternehmen ein Bankkonto einrichten. Gemeinnützig. Eine gemeinnützige Organisation ist ein Unternehmen, das sich auf soziale oder wohltätige Zwecke konzentriert und nicht auf die Erzielung von Gewinnen. Gemeinnützige Organisationen sind von der Zahlung von Steuern auf ihr Einkommen befreit, stattdessen müssen sie Vorschriften und Meldepflichten befolgen. Kirchen sind ein Beispiel für eine potenzielle gemeinnützige Organisation. Stellen Sie sicher, dass Sie für jedes Unternehmen ein Bankkonto einrichten. Was jetzt? Jede der oben genannten Geschäftsstrukturen hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. An Ihrer Stelle würde ich eine Einheit für Ihr Unternehmen gründen, um die Risiken zu reduzieren, denen Sie als Einzelunternehmer ausgesetzt sind.
Auch die Steuern werden im Unternehmen besser verwaltet. Als offizielles Unternehmen mit einem Unternehmen profitieren Sie von Steuervorteilen. Konsultieren Sie einen Fachmann. Ich bin kein Finanzberater. Überprüfen Sie daher unbedingt alle online angezeigten Informationen und konsultieren Sie einen Finanzberater, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Diese Fachleute passen die Maßnahmen an Sie an und helfen Ihnen bei der Erstellung eines Plans, der auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten ist. Bleiben Sie kreativ, seien Sie innovativ und haben Sie Spaß. Kommentieren Sie unten, ob Sie an der Gründung eines Unternehmens interessiert sind. Wussten Sie, dass es steuerliche Anreize für die Gründung eines Unternehmens gibt? Klicken Sie auf die Bilder, um sie zu abonnieren und weitere Videos anzusehen, die speziell für Sie erstellt wurden. Ich melde mich bald bei euch allen.